kommst du jetzt von der rechten Hand, dann hast du rechts gestellt, gebogen. Ja. Schau mal. Da ist rechts gestellt, rechts gebogen. Okay? Ja. Da bist du ein bisschen hinten nach, da bist du ein bisschen vorne bei dem. Das ist noch in der Wendung. Schauen wir uns das rechte Bild an. Das wäre eine Traversale. Da ist es noch richtig. Ja, da kreuzt es auch. Und jetzt fällt sie dir ins Schenkelweichen. Jetzt ist die Schulter da drüben, rechts, und das Pferd ist links gebogen. Siehst du das? Da müsstest du darauf achten, dass sie, wenn du von der Traversale in der Schenkelweichen übergehen möchtest, parallel zur Bande bleibt, oder wenn du Traversale weiterreiten möchtest, dass die Rechtsbiegung bleibt. Genau, und das ist das Thema. Sie verliert die Rechtsbiegung. Genau. Da würde ich zum Beispiel eher geradeaus reiten, als wie, dass ich dann über die Schulter laufen lasse. Das heißt, wenn du so mit der Traversale beginnst, wie du da begonnen hast, was ja gut war, da, immer noch gut, und jetzt beginnt sie gegen das Bein zu gehen. Das wäre der Moment, wo ich gerade ausreiten würde oder wollte rechts. Ja, genau. Genau, also entweder geradeaus oder wollte. Aber auf keinen Fall so weitergehen lassen, weil jetzt, siehst du das? Ja. Das geht dir fast nur mehr gerade rüber. Ja. Das ist wie eine Diagonale. Ja. Da ist keine Lektion mehr. Von da weg ist nur mehr gerade rüber reiten. Am Ende hast du dann wieder ein bisschen seitwärts klicken. Also wenn du da aus der Mitte kommst, Traversale, und wie du die Biegung verlierst, gerade ausreiten. Also dann doch eher geradeaus. Hm? Ja. Oder du beginnst weiter nach der Mittellinie, dann hast du mehr Platz, kannst noch mehr Volte reiten. Ja, genau. Aber auf keinen Fall erlauben, dass da mit der gegen das rechte Bein geht. Das heißt, weiterreiten in der Hoffnung, dass es zum Schluss besser wird, ist vielleicht nicht so eine gute Lösung. Nein, gar nicht, gar nicht. Oder du machst es wie hier. Da kommst du von der linken Hand. Die Möglichkeit hast du natürlich auch. Linke Hand, links gebogen. Traversale, links gebogen. Geradeaus, auch korrekt. Und jetzt die Schenkelweichen. Ist auch eine Möglichkeit. Ja, dann kriegst du wieder die Biegung in den Körper rein. Aber da musst du halt aufpassen, mit dem Schenkelweichen darfst du grundsätzlich nicht zu viel Biegung haben, sonst ist kein Schenkelweichen. Sonst geht es da zu viel seitwärts. Also geradeaus lassen. Mhm. Da zum Beispiel verlierst man ein bisschen die, wenn du da abwendest, dann siehst du, du sitzt hier auf der rechten Seite. Da müsstest hier herüben sitzen. Also ich sitze auf der falschen Seite. Genau. Durch dieses Rechtssitzen kriegst du es auch nicht mehr an den rechten Zügel und darum drückt sie links. Und darum geht hier der Kopf hoch. Die linke Hüfte muss tiefer. Du musst da rüber und mit dem Bein und mit der Hüfte an den gegenüberliegenden Zügel. Links an den rechten Zügel. Weil sonst verdreht sie sich so und da wirft sie sich ab. Genick rechts, Maul links. Jetzt hast du es wieder gerade. Siehst du? Ja. Jetzt bist du wieder da. Und wenn du dann seitwärts reitest, beginnst du ein bisschen mit dem Gewicht und da müsstest du links runter sitzen und mit dem Bein weg. Schenkel weichen. Druck, Pferd weich. Das wäre das Ziel. Ja, da kommt es halt hinten auch wieder nicht richtig mit, ne? Weil sie im Endeffekt mit der Schulter zu viel vorausläuft. Und vor allem, weil du rechts sitzt. Da musst du mit dem rechten Bein aufhalten. Siehst du, wo du da sitzt? Hast recht, ich sitze rechts. Das fühlt sich im Sattel nicht so an, aber es ist so. Genau. Und deswegen läuft es mit der Schulter darüber. Sie setzt mich nach rechts.
außen mehr mittreiben, mit dem rechten Bein mehr mittreiben. Oh, rechts mehr vorwärts, rechts mehr ins Vorwärts und links mehr runter. Genau. Also innen mehr runter und außen mehr vorwärts. Genau. Wobei du auch hier mit dem linken Bein ein bisschen mehr, da bist du auch so ein bisschen rechts. Ja. Links rüber. Also, ich würde mal sagen, die Schultern müssen ein bisschen gedreht werden, also ein bisschen mehr den Oberkörper ausrichten, von dem, was ich von hier sehe. Und ja, du hast recht, links weiter runter sitzen und rechts, in dem Fall der äußere Bein mehr nachtreiben. Genau. Wobei sie natürlich dann ganz gerne mit dem Kopf hochkommt und kurz wird im Hals, wenn du das machst. Ne? Du musst lernen, da kannst du nicht helfen. Nein, ich sag nur, das ist dann so. Genau. Da bist du wieder genau so, wie es sein soll. Kannst du dir vorstellen? Ja, nee, lass uns mal fertig machen. Das hängt ein bisschen damit zusammen, wenn du mit dem Bein nicht wirklich durchkommst, dann kommt ein bisschen dieses Ausweichen mit dem Sitz. Ich würde dann wirklich ehrlich mit dem Bein mehr durch. Mit der Gerte, mit dem Stock dazu. Da siehst du es auch so ein bisschen. Wenn du da jetzt wendest, da kommst du aus der Wendung, da ist noch gut, und jetzt drückst du schon mit der Hand rüber. Okay, wo ist mein linkes Bein, Wolfgang? Ist es dran oder nicht? Wenn du das linke Bein jetzt hernimmst, da herüben, ja. Sitzt das richtig oder nicht? Für die Traversale jetzt, die Traversale nach rechts, wäre es richtig. Also gut, dann ist es nicht das Bein. Na? Der Sitz ist ja auch noch nach rechts runter. Ja. So, also das Bein ist nicht. Bein passt hier. Es ist die Reaktion mit einem geraden Körper des Pferdes. Das Pferd gerade, wenn es da Biegung hast, immer daran denken, an den Außenzügel Dehnung legen. Biegung bedeutet Dehnung an den Außenzügel. Da stimmt's. Nur bist mit dem Gewicht wieder so ganz leicht außen. Ja, rein mir ja auch eine Wolte, weil ich sie verliere. Das passiert also dann folgendes. Ich fange gut an, das Gewicht geht langsam nach außen, es schleicht sich nach außen und dann muss ich eine Wolte reiten. Das heißt also, im Verlauf wird sich die Bacardi, ich denke einfach, dass sie nicht genug gymnastiziert ist. Sie setzt sich einfach rüber, wird kurz im Hals und dann fange ich da oben an, irgendwie rum zu korrigieren. Ne? Na, schau mal, da passt es jetzt. Da kommst du jetzt rechte Hand. Jetzt kommst du auf die Mitte. Passt noch der Sitz. Jetzt kommst du Wolte. Jetzt schaust, immer noch gut. Jetzt kommst du wieder da gerade. Jetzt sitzt gerade drauf. Da kreuzt sie auch. Du hast es richtig gehabt. Also es geht sehr wohl. Ja, sicher geht's. Es ist nur nicht konstant. Ja. Und ich überlege wo ich es verliere, aber wird wohl so sein, wie du sagst, dass ich mittendrin halt die Stellung und die Biegung einfach verliere. Das Bein sitzt richtig, das heißt aber noch lange nicht, dass ich richtig runter sitze. Ne?
Genau. Ja, das kann sein. Das heißt, es könnte sein, dass die Brillen des Oberkörpers vom Thorax meine Schultern nicht so korrekt mit den Schultern von der Bacardi übereinstimmen. Das ist, wo es vielleicht herkommt. Dass wir uns da gegenseitig praktisch Knockout rausschmeißen. Nach dem, was ich jetzt so gesehen habe. Würdest du das in irgendeiner Form bestätigen? Oder? Genau. Ja? Ja. Im Endeffekt, wenn du da wirklich so weit bist, dass du das gerade Pferd, warum lässt das nicht groß? Im Prinzip kommst du hast ja gute Phasen und wenn du, ich glaube einfach so bei der Bacardi, wenn du da so weit bist, dass du wirklich so weit kommst, dass du das Pferd aus der Mitte, Traversale und dann nochmal deutlicher auf die Wade dieses Ich bin fähig an den Außenzügel zu reiten. Du musst dieses Außenzügel noch einmal ein bisschen mehr im Vordergrund haben. Dann ist alles andere an Korrektur unnötig. Brauchst du nicht mehr. Ja, dann heißt das aber, dass wir ein bisschen mehr inneres Bein brauchen, um die Rippe rüber zu biegen. Genau. Und das ist auch das mit dem geradeaus, mit Schulter vor und was auch immer. Ja. Das musst du dir jetzt wirklich machen. Du kannst da auf diesen Doppelfall drücken, dann wird's groß. Ja, habe ich ja. Geht nicht? Internet. Seltsam. Ja, ich habe auch alle möglichen Probleme gehabt. Ich hatte das alles schon so schön zusammen und dann habe ich es mir auf YouTube angeguckt und habe gedacht, was ein Scheiß, warum funktioniert das jetzt nicht? Ja. Vielleicht, wenn du da diese... Ja, jetzt ist das. Internet. Das verarschen das. Wenn ich es groß machen will, und das lassen wir es so. Leben wir damit, okay? Ja, das wir damit leben. Kann ich sagen, verschieben da. Oh, ist das so scheiße. Geh halt nochmal ins YouTube rein. Geh halt mal raus und nochmal neu rein. Oder lad's direkt von meiner Seite. Welcher ist das? Gehen wir weiter. Nochmal, irgendwo steht Galopp. Das ist der, den du da eben hattest. Double Da, View. hier, der Galopp da unten, das ist den du eben hattest, ist dieser da. Das ist ein kurzer, das ist nur ein Galoppausschnitt. Scheiße. Ja, da, na, bravo. Der Kandidat hat 100 Punkte. Jetzt geht's so. Jetzt erzähl. Also, das ist jetzt Galopptour. Ein bisschen eine Galopptour mit ein paar Wechseln. So wie ich sie jetzt in meiner Kür reiten wollte als Figur, nur die Figur. Und was wir hier probieren, ist, wir haben ja viel jetzt an den Wechseln gearbeitet die letzten Wochen. Und was wir jetzt hier ausprobieren, ist halt erstmal vorwärts reiten, damit wir ein bisschen mehr Galopp drauf kriegen, weil dann werden die Wechsel meist besser. Ja, von der Kürmusik ist sowieso erst der große Galopp dran und dann kommen wir
zu Galopp wechseln, ne? Von Seite zu Seite. Das ist aber da auch noch immer drin. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt nur halb ist. Ich sag's ja, da haben wir einen. Nein, haben wir keinen. Da kommt jetzt der Wechsel. Ja. Bei dem Wechsel, beim linken Bild siehst du es jetzt. Ja, genau. Ja, du musst drauf schauen, wenn du jetzt da hinkommst. Da wäre es wichtig, dass das Pferd wirklich links gebogen an den rechten Zügel geht. Und wenn du einen Wechsel reiten möchtest, immer daran denken, der Körper muss schon fertig sein für einen Rechtsgalopp. Das ist dann nicht ganz gegeben und deswegen springt dir das Pferd hinten nach. Gell? Okay. Siehst du das? Ja. Schaust, da ist links gebogen. Jetzt machst du gerade, jetzt kommt der Wechsel und dann biegt das Pferd erst in den Wechsel rein. Da ja, das Bein bleibt hinten. Rechts vorne, rechts hinten. Die müssten parallel nach vorne springen. Ja. Genau. Okay? Aber die Stellung die ist nur im Hals gebogen, nicht im Körper. Ja, genau. Naja, wobei sie springt ja im nächsten Moment, springt sie in die Biegung rein, aber es ist eins zu spät. Linksbiegung, links, links, jetzt kommt Wechsel und Rechtsbiegung. Deswegen springt sie dann auch gleich brav nach, aber es ist halt eins zu spät. Bitte? Ja. So. Gut, dann haben wir das nächste. Das ist das da. Final Bacardi. Ja, das ist das in der Einfachperspektive und dahinter kommt das in der Doppelperspektive. Was danach ist dasselbe in Doppelperspektive. Ja, also du kannst... was nachher kommt. Was danach kommt, ist dasselbe. Oder was? Ja, das, was danach kommt, ist in Doppelperspektive. Ich hatte das mal nur die Einfachperspektive schon mal da reingetan, im Falle, dass das mit Doppelperspektive nicht klappt. Aber das, was danach kommt, ist dasselbe, nur in Doppelperspektive. So. Ja. Gut. Erzähl. Also, hier kommen dann endlich irgendwann mal, in diesem Video geht es auch um Traversalen und Galopptraversalen und verschiedene Figuren aus der lateralen, also Seitwärtsarbeit. Ja, hier. Das sollte zum Beispiel dass ich so antraversieren, wenn sie dann nicht weiterkommt, dann eben wieder neu. Das ist jetzt hier das Thema. Das ist wie das gleiche, was wir schon durch haben. Schau. Genau das gleiche Thema. Linke Hand. Passt noch, alles gut. Vom Sitz ja auch okay. Jetzt kommst du da links gebogen. Das sieht ja noch schön aus. Ja. Und jetzt beginnst du aber mit der Hand da rüber zu ziehen. Was mache ich da? Mit der Hand drückst du nach rechts rüber. Schau mal. Mit der linken Hand über den Mähnenkamm, meinst du? Ja, mit der rechten weg vom Hals. Da passt es noch. Ja. Oh. Und jetzt beginnst du. Und durch dieses darüber drücken, in die Richtung, ja, gehst du mit deinem Körper nach rechts. Ah,
das hast du auch. Und jetzt kommt der Körper darüber, weil du mit beiden Händen darüber drückst und wenn beide Hände hier rüber wandern, wandert auch dein Körper rüber. Und dann verlierst du die innere Hüfte, die nach vorne reichen würde. Ist das jetzt immer mehr? Ja, ja. Ich nehme ja sogar die rechte Hand raus. Pfui. So, und jetzt geht es gegen das linke Bein schon, weil du ja nur mehr dann rechts sitzt. Jetzt weicht sie mit dem Brustkorb aus. Und jetzt ziehst du da schon wieder die Rechtsbiegung. Brustkorb ist da herüben, Hinterhand ist da drüben. Und du siehst richtig da deinen Arm. Da ist die Faust. Das heißt, du ziehst richtig in die Richtung. Und sie lehnt sich gegen die Schulter. Die Korrektur wäre hier diese Wade. Mit der linken Wade gerade ausreichen. Immer mit der inneren Wade Richtung kurze Seite reichen. Weil sie sich dann um das innere Bein biegen kann. Wie wenn du die linke Wade als Säule nimmst, um die sich das Pferd biegt. Und da siehst du richtig den Arm. Da fällt schon nur mehr um. Die Wolte ist dann richtig, dass du die Wolte reitest, nur ist die schon viel zu klein. Ja? Da kannst du nicht mehr traben. Aber siehst du, wie du sitzt da, das ist das Problem da. Du verlierst es vom Schenkel und daher ist dann dieses Thema. Also muss ich mit dem inneren Schenkel besser durchhalten, dranbleiben und auf den äußeren Arm achten, dass der nicht rechts raus dass der rechte Zügel schön am Hals bleibt. Ja. Der linke leicht weg vom Hals, der rechte bleibt am Hals. Ja. Und nicht so rausfliegt wie zum Beispiel hier. Genau. Ich meine, hier ist jetzt nicht ein Schaden, weil es eine Wolte, aber trotzdem, ja, genau. Ja. Genau. Das ist jetzt ein Mitteltrab von der Kadi. Ja. Weil ich ja immer wieder vorwärts reite zwischen diesen Lektionen. Sehr gut, ja. Und dann wieder aus dem Vorwärts neu anfangen. Ja, jetzt nehmen wir sie wieder auf. Machen wir das nochmal. Jetzt machen wir aber mehr Zickzack und versuchen mal mit weniger Tritten gerade machen. Wenige Tritte gerade machen. Hier verliere ich sie wieder. Genau. Aber jetzt siehst du es selber schon, oder? Da geht es wirklich ums Bein, mit dem du gerade ausreiten musst. Ja, das ist sehr offensichtlich. Und dass der Arm nicht rausfliegt auf der gegenüberliegenden Seite. Ja. Weil, das ist automatisch. Wenn du wirklich mit dem Bein am Reiten bist, dann ziehst du mit dem Arm nicht mehr raus. Aber das ist die Herausforderung, die haben wir bei der Traversale, dass wir mit dem inneren Bein vorreiten können. Wir müssen mit dem inneren Bein nach vorne reiten, dass wir dann schön mit dem Außenzügel dran sein, Außenschenkel, Außenzügel dran, innen biegen und an die Hand traversieren. Das ist die Herausforderung. Bitte. naja, ich fange ja immer schon ganz gut an, ne? Aber dann... Ja. Zum Ende hin, dann. Man, die Hand ist immer noch ein bisschen, die wandert immer noch nach rechts. Aber da ist es jetzt besser. Ja? Ja. Und trotzdem, jetzt, wenn du darüber kommst, verlierst sie. Jetzt verlierst du sie. Da ist es im Körper schon ganz gerade. Da könnte man schon wieder sagen, das ist Schenkelweich. Ich überlege nur, ob ich sie ja erst am Bein oder am Oberkörper verliere. Das ist Bein. das ist das Bein, ha? Das ist Bein. Ja, das siehst du auch da. Schau mal, jetzt reitest du raus. Und jetzt reitest du nach rechts und da drückst das Bein komplett weg und drum geht es vorne hoch. Da ist dieses Bein gar nicht durch, rechte. Die trabt einfach nur diagonal rüber. Also das äußere Bein in dem Fall. Weil man doch, das ist jetzt das innere Bein, weil wir traversieren ja rechts, genau. Das rechte Bein ist nicht dran, ja. Das rechte innere Wade nach vorne. Und das fehlt jetzt komplett. Und dann geht sie hinten rum.
Und das wird jetzt zu einer Linksbiegung. Na, vielleicht muss ich einfach ein bisschen öfter mal mit dem Sporen nachhaken. Ja klar, einfach eine Reaktion, das vorgeht. Gerte oder Sporen oder wichtig und Bein gebogen an den Außenzügen. Aber dass ich die verliere, irgendwo heißt das, dass ich irgendwo zwischendrin irgendwo mal fest werde, ne? Fest werden, dass der was mal zuerst war, da Henne oder Ei. Ja, du hast recht. Da wirst du nicht fertig, gell? Weil wenn ein Pferd dann schon mal dagegen geht, dann werde ich auch fest. Da muss ich Stopp sagen, geradeaus reiten, korrigieren und dann kann ich wieder weitermachen. Genau. Wenn ein Pferd einmal wird schon wieder rennt oder wenn ein Pferd gegen das Bein geht, dann werden wir alle fest. Egal wessen Schuld es war, Pferd oder Reiter, erstmal gerade. Das ist das, was ich so ungefähr mache. Ja. Deswegen habe ich diese Übung da genommen jetzt, ich meine, weil ich mal probieren wollte, nicht nur weil Zickzack-Traversale schön aussieht, aber wie viel Tritte kann ich mit gutem Gewissen Travers gehen, bis es anfängt schwierig zu werden und dann gerade richten und dann halten die andere Richtung, ne? Ich glaube, du nennst das Steigern in deinen Videos. Genau. Ich würde das einfach mit der so ein bisschen so machen, damit du Platz hast, immer über die Mittellinie drüber, dann beginnst du auf der Viertellinie, dann machst du Traversale oder Travers bis Mittellinie geradeaus, dann kannst, wenn es gut geht, gleich weiter auf die nächste Viertellinie oder du reizt eine Volte auf der Mittellinie und dann die Travers. Genau. Das ist wirklich Viertellinie bis zur Mittellinie, Volte und dann nochmal weiter. Und dann kannst du mal von der Viertellinie über die Mittellinie drüber und irgendwann hast du die ganze. Dann reizt du die halbe Traversale rüber. Und in der M brauchst du nicht die halbe Traversale, die ganze brauchst du sowieso nicht. Nee. Eine halbe Traversale reicht. Bei uns ist verlangt eine Traversale im Galopp und im Trab. Rechts. Ja. Also, nicht rechts. Eine halbe Traversale im Eine Galopp. halbe Traversale ist rechts, genau. Ja, in beiden Gangarten. Ne? Das ist bei uns verlangt. Ja. Und wir dürfen nicht mehr mit Kandare reiten. Okay. Na, ich brauche auch keinen, aber ich finde es trotzdem lächerlich. Ist das wirklich verboten, oder was? Ja, du darfst in der M nicht mehr mit Kandare reiten, ist verboten. Okay. Du darfst erst ab S mit Kandare reiten. Ich meine nicht, dass ich das jetzt bräuchte, aber es ist jetzt schwierig, weil irgendwann musste das Pferd ja mal dran gewöhnen und bisher war es so, dass M optional war, du konntest, also hier in Amerika, du konntest Kandare oder Trense benutzen, ja, aber jetzt darfst du auch in der M keine Kandare mehr benutzen. Also natürlich manche Sachen dann halt, naja gut, wenn du es gescheit reiten kannst, kannst du es auch ohne Kandare, so ist es nicht, aber es vereinfacht halt manchmal einiges. Bei der geht's ja noch, aber wenn ich so einen wie den Finn hätte, da wird es schon schwierig. Mit dem großen, schweren Hals. Aber an dieser ein leichtes Pferd ist ja kein Thema. Außer, dass sie mir gerne, die geht ja sowieso von sich aus gerne ein bisschen hoch, also die reitet sich ohne Kandare besser. Ich denke, sie hat halt auch hinten rechts ein schwächeres Bein. Ja, rechts hohle Pferde grundsätzlich, da war alle rechts schwächeres Bein. Das sieht man leider nicht beim Wechsel. Also im Galopp, jetzt sind wir in dem Galopp, also da fällt es mir besonders schwer, da die Stellung zu holen, ohne dass er mir den Wechsel dann klaut. Ja, jetzt kommen wir da rum und dann geht's gleich rüber. 1, 2, 3,
4, 5. Ja, ich bin deswegen andersrum geritten, weil sie wollte jetzt schon wieder einfach wechseln da. Ja. Sieht man genau nicht. Unglaublich. Im rechten Bild kommst du genau schon im Linksgalopp und da sieht man das Hinterbein nicht. Ja, ne? Aber ich glaube, ich habe noch ein paar Szenen von diesen da drinne. Hm. Da ist zum Beispiel der Sitz gut. Gell? Siehst du das? Ja, Da sitzt gerade, da bist genau so musst du arbeiten. Die Arbeit ist ja gut. Du musst man nur das Pferd, musst in sich, wenn du links und rechts galoppierst, nochmal bestimmter an den Außenzügen arbeiten. So, das ist korrekt. Ja, korrekt, das Reiten. Nur jetzt müsstest, und da nicht, da reizt innen zurück. Da reizt gut. Was auch immer du jetzt machen möchtest, da ziehst rechts zurück. ja. Ich will rechts rüber, ich will Rechtsstellung, aber ich halte zu lang. Ja, wenn du rechts Stellung möchtest, musst du mit dem rechten Bein, rechter Hüfte an den linken Zügel reiten. Rechtsstellung darf niemals rechts zurück erritten werden, sondern mit der rechten Wade, rechter Hüfte an den linken Zügel vor. Das heißt, dein Job ist ein gerades Pferd im Hals, und wenn du sagst, du möchtest Rechtsstellung, musst du mit dem rechten Schenkel, mit der rechten Hüfte aus der linken Schulter zur linken Trense eine Dehnung erreichen. Also immer wenn ich sage, rechts möchte ich feiner haben, muss ich links mehr dran reiten. Das muss den Kopf umdrehen. Niemals rechts zurück, sondern an den linken vor. Weil das wird jetzt immer mehr. Schau mal. Ja, deswegen verliert sie ja da auch den Galopp, ne? Jetzt ist sie umgesprungen, ne? Deswegen ist dann der Fehler. Ja, die ist ja schon umgesprungen, bevor ich überhaupt zur Traversale komme. Genau. Man ist ja schön, dass sie so schnell reagiert, aber ist falsch geritten von mir. Ja, da reitest richtig darauf. Ja, und jetzt denke ich an Rechtstraversale und denke dran, dass das Tier da nicht so gern sich biegt, versucht das mit der Hand zu korrigieren, was sowieso schon mal verkehrt ist. Und dann ist das Problem, da haut es dann ab und dann sitzt er schief. Ja. So was richtig, die richtige Version wäre gewesen, erstens mal mit dem äußeren Bein ein bisschen besser dranbleiben. Mhm. Ja, damit ich die Hinterhand da vor der Schulter behalte. Dann wäre wichtig, dass ich im Galopp in der zweiten Phase mit dem inneren Bein mal nachdrücke, ne? Also mit dem rechten Bein. Mit dem rechten Bein vorwärts treibe. Weil nur in der Flugphase kann ich tatsächlich den Rippenbogen auf der Seite behalten. Mhm. Und wenn ich dann aber einen Shortcut mache und gehe von vornherein in diese Traversale rein und sage, ich muss aber jetzt rechts halten, dass das Tier rechts gestellt bleibt,
dann fällt das rechte Bein aus. Und das ist eigentlich dann schon der Anfang vom Ende. Ne? Genau. Also das ist ein Prozess. Es ist nicht grundsätzlich falsch, aber es ist ein Prozess, wie sich das entwickelt. Genau. Ne? Schau mal diese Wolke an. Jetzt reizt er rauf und in der Ecke reizt er Wolke. Ja. In der Wolke reitest korrekt. Da reitest du mit dem rechten Bein an den linken Zügel. Vielleicht ein bisschen zu viel Biegung, aber da ist korrekt. Galoppiert es auch gut an. Da ist das Bein schon viel zu lang, viel zu weit vorne. Gell? So. Und jetzt links schaust aufs linke Bein. Jetzt hast du schon das Bein vorne. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und jetzt ist es erst umgesprungen. Das Bein muss da schon einen Sinn haben, gell? Das darfst nicht einfach nur vorlegen, sondern du musst mit dem Bein. Ja, es liegt vorne. Mit dem Bein müsstest hier das Pferd einmal an den linken, also an den rechten Zügel arbeiten, an den äußeren Zügel. Das Da ist ist das aber viel zu weit vorne. Da bist du dann auch komplett gegen die Bewegung. Siehst du, wo das Bein da ist? Also, es muss ein kleines, erstens muss es mehr am Gurt und mehr am Pferd sein, anstelle nach vorne. Das heißt, das ist eine klassische Hüftausweichbewegung, die ich da mache. Da musst Biegung reinkriegen. Ohne Biegung kannst du da nicht arbeiten. Du brauchst eine Biegung im Körper. Eigentlich ein Anfängerfehler. Aber ja. Aber wenn es nicht geht, viel, viel mehr Konzentration auf deine Hilfe. So, die Linkstraversale war jetzt okay. Ja, die ist auch okay. Ist ja nicht so, dass wir sie grundsätzlich nicht können. Es ist halt nur nicht stabil. Ja. Man muss dann nur wissen, wann ist es. Kennst du den Begriff Slumping? Also, wir haben jetzt. Kennst du den Begriff Slumping? Ungenau. Genauer reiten. Kennst du den Begriff? Ja. Da. Das war richtig da. Ja, weil ich halt die Stellung bis zum Ende durch und tu nicht da irgendwie rum experimentieren, ne? Mit dem Zügel oder so. Also Körperposition und das heißt, Schultern vom Pferd bleiben da, Schultern von mir und das innere Bein ist dran, dadurch habe ich die Biegung korrekt in der Rippe und lass mich aber nicht nach außen schieben, indem ich den äußeren Arm hochhebe. Das heißt, wir bleiben von Anfang bis Ende gerade in der Bewegung und tun nicht mittendrin einfach mal den Kurs ändern. Mhm. Das ist wahrscheinlich der Haupt. Du hättest ein bisschen mehr warten müssen. Gell? Also der ist wirklich schon schwer zu sehen, dass der nach ist. Aber der ist trotzdem noch nach. Ja, immerhin ist es schwer zu sehen, dass er nach ist. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Aber auf diese Seite ist es eh einfacher mit dir. Auf die andere Seite ist es ein anderes Thema. Wobei, was? Ja, na schon, er ist nach. Da springt es um. Also der schaut schon fast wie durch aus. Ich glaube, dass da die meisten Richter sagen würden, der ist durch. Aber er ist nach. Ja, von vorne bei C sehen Sie das nicht so genau. Ja, genau. Also wenn du bei dem ein bisschen länger wartest, links traversale Abschluss, dann rechts traversale, dann bist du dabei.
Ja. Und jetzt kommt das Rechtsdrama. Ja, da war sie vorher halt schon umgesprungen. Also wieder das gleiche Problem, ja. Das Bein. Schon links gebogen. Da schaut der Kopf schon nach links und die Schulter ist viel zu weit rechts. Da müsstest du in der Rechtstraversale mit dem rechten Bein aufhalten können. Das ist da das Problem. Ich würde mal Ist das sagen, verständlich? ja, es ist verständlich. Ich überlegte, die Instabilität bringe ich aber in dem Fall rein, nicht das Pferd. Ja. Würde ich mal sagen. Weil wenn du zurückgehst und ich die Körperposition ändere, dann ist es ja wohl klar, dass das Pferd das mitändert. Das kann Ja. ich nicht unbedingt der Bacardi in die Schuhe schieben. Ja, ich habe mich da jetzt, okay. Ich habe mich da jetzt schön nach links gelegt, damit ich auf jeden Fall nach links umspringe. Mhm. Warum ist das so? Wahrscheinlich bin ich in der Bewegung hängen geblieben, nicht mitgekommen. Jetzt ist noch gut und jetzt, ja. Gut. Aber in der ist es auf alle Fälle besser. Ja, Gell? ja, Da bist du auf alle Fälle mehr dran rechts. Ist immer noch ein bisschen ein Widerstand, aber trotzdem ist besser. Aber hört da immer zu. Denk wirklich ans gerade Vorreiten. Mit dem rechten Schenkel, rechter Hüfte. Also wirklich wie wenn du parallel zum Hufschlag reitest und dann nimmst die Gruppe zum Travers mit zur Bande. Ja? Also wirklich, wenn du eine Traversale reitest, gerade rauf und dann mit dem linken Bein seitwärts rüber. Geradeaus, seitwärts, gerade vor, seitwärts. beim letzten habe ich aber auch das rechte Bein dran gelassen, wie es sein sollte. Ja, Und ich habe es nicht nach vorne weggestreckt. Und ich bin von Anfang bis Ende in derselben Position geblieben. Das ist noch gut. das Thema ist, du musst halt die Position, das Sitzen, das ist ja okay, aber da wirklich dran denken, dass du mit dem Bein Einfluss nimmst. Das rechte Bein jetzt, ja. Ja. Da mit dem Bein dranbleiben, dass sich das Pferd um dieses Bein wirklich biegen kann. Und wenn du dir hier vorstellst, du reitest mit dem Schenkel, mit der Hüfte, so vor, parallel zum Hufschlag, dahin, dann kannst du um dieses Bein biegen, mit dem Bein kannst du Krupp mitnehmen, dann hast du quasi, dass das Gewicht der Hinterhand ein bisschen mehr über das Bein kommt. Da rüber. Verständlich? Um das Bein biegen, mit dem Bein die Krupp rüber, dann kannst du mit den Außenzügel dran und dann kannst du so rüber traversieren. Aber wichtig ist, um dieses Bein gebogen geradeaus, mit dem Bein seitwärts. Und wenn du da genau schaust, das ist dann nicht mehr, das ist Bein da weg. Da kann man durchschauen. Ja. Da ist noch dran, noch dran, noch dran. Dann ging es mal kurz weg, dann kam es aber wieder dran. Deswegen ging es ja gut. Das war halt nur mal ein Moment weg. Aber Ja. wenn ich da hängen bleibe, dann springt sie um, ist klar. Ne? Genau. Das heißt, wenn sie mir früh umspringt, dann liegt es daran, dass ich mit dem Bein nicht mehr dran war. Richtig. Du musst das Pferd in der Rippe gebogen halten bis zum Wechsel. Und optimalerweise kriegst du es hin, dass im Rechtsgalopp rechts gebogen, dann ums linke Bein gebogen an den rechten Zügel und dann den Wechsel links. Dann wieder Biegung ums rechte Bein an den linken Zügel, Wechsel rechts. Diese Vorbereitung immer hinkriegen. Das ist nachvollziehbar. Ja, Dass wirklich der Wechsel
Wenn du den Wechsel reitest, schauen wir mal das kurz. Also meine Freundin, die Chantel, mit der ich immer zusammen übe, Ja. die will wissen, was du von unserer gerade Richtungsarbeit bisher hältst. Wie das Pferd jetzt geht, oder was? Bitte sag das nochmal. Bei Weitem besser. Bei Weitem besser, ne? Ja. Ach ja, mein Lieblingsvideo. Kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich das in der letzten Woche geguckt habe. Ja, da muss es doch irgendwo sein. Da muss es doch irgendwo sein, warum das nicht funktioniert. Schau mal, genau das ist der Moment. Wenn du da jetzt schaust, Rechtsgalopp, jetzt kommt das linke Bein, ich treibe ihn an den rechten Zügel, jetzt ist er ganz gerade und jetzt ist der Wechsel nach vorne. Und dann ist das Bein bar gleichzeitig. Tja, so soll es sein. Ich muss dir mal eins sagen, ich meine, du hast viele gute Videos gemacht, aber das ist eines deiner besten Videos. Ja, da ist wirklich ganz genau beschrieben, ja. Ja. Also dieses Video, das ist jetzt schon 4 Jahre alt oder was? Ja. Aber das ist im Moment gerade die letzte Woche meine Bibel gewesen, du. Ja. Und das ist auch wirklich sehr schön, dieses nach rechts gerade gerichtete, jetzt nach links, gerade, Wechsel nach rechts. Und dieses darüber führen, die Zeit kannst du wirklich nehmen. Das ist das Um und Auf. Schulter vor links, ganz ein wichtiger Faktor, dann die Biegung, Schenkel verlagern, Schulter vor rechts. Biegung, Schenkel verlagern, Wechsel. Und das ist das Um und Auf, damit die Pferde da wirklich im Körper fertig sind. Dass im Körper fertig werden. Von der Rechtsbiegung in die Linksbiegung und dann kommt erst der Wechsel. Und es geht um diese Biegung im Körper. Ja. Das ist ein Hannoveraner, ne? Wie geht's dem? Der ist in Pension. So geht's ihm ganz gut. Zähne hat er nicht mehr viel drinnen. Wie alt ist der jetzt? 25. So alt wie mein Waterloo. Ja. Mein Waterloo ist auch ein Hannoveraner. 2001er. Ja, mein Waterloo ist geboren 2002. Der geht bei mir noch als Schulpferd. Der trägt die Anfänger rum. Mhm. Na, den haben wir dann weggestellt, weil wir gesagt haben, das reicht. Und das siehst du ja auch in der Traversale. Wenn du aus der Mitte kommst, Außengalopp, Handgalopp, so. Traversale, die Rechtsbiegung, in die Richtung rüber. Mit dem Bein geradeaus, mit dem seitwärts.
diese Biegung darüber. Jetzt fertig werden, dann ist der Abschluss in der Rippe gebogen, Dehnung an den neuen äußeren Zügel, innen vorreiten und dann ist der Wechsel da. Okay, stopp. Ich weiß jetzt genau, wo das Problem bei der Bacardi ist. Ich muss warten, bis sie sich tatsächlich umstellt. Ich meine, er kann das ja, der stellt sich ja auch gleich um, das ist ja logisch. Und die Zeit musst du nehmen, genau. Aber bei Bacardi ist es so, die stellt sich eben nicht um, ne? Ja. Und ich sitze aber schon in meiner neuen Stellung, weil ich will, dass sie jetzt dahin geht. Aber genau da geht es ja schief. Ne? Das heißt, ich muss dann halt auf der einen Seite so lange weiter, Schulter vor und so weiter und so fort reiten, bis sie die neue Stellung annimmt. Ne? Genau. Und mein Problem mit ihr ist, dass sie einfach die Stellung nicht annimmt. Und dann werkel ich da oben rum und versuche das mit Zügeln, mit allem Möglichen, dass sie, Korrekturen, dass sie die Stellung annimmt. Aber vielleicht ist das genau das Problem. Mhm. Wenn du dir da wirklich die Zeit nimmst, dann hast du die Möglichkeit, dass du tatsächlich dann zum Reiten kommst. Ja. Weil das heißt, das ist ja das, was ich dann eigentlich ja mache mit nochmal eine Volte und nochmal Schulter vor, nochmal Volte. Und das muss ich halt so lange machen, bis er halt jetzt wirklich die richtige Stellung hat und dann erst das Reiten. Geht nicht anders. Genau. Deswegen kann ich es ja auch noch nicht in der Kür zeigen, weil es noch nicht auf Knopfdruck geht. Muss ja auch nicht jetzt sein, aber es soll in diese Richtung gehen. Richtig. Ja. Üben. Es geht ums Üben. Ja, in dem Fall geht es ums Warten und Geduld. Ne? Also, das ist hier das Hauptthema. Also ich meine, das mit den Wechseln haben wir ja jetzt wochenlang abgekaut, aber das Wechsel und Traversalen, das Thema gehört halt eigentlich zusammen. Ne? Und jetzt sind wir halt an den Traversalen. Das Wesentliche, was ich mitnehme, ist, ich muss halt wirklich aufpassen, dass ich nicht vorzeitig meine eigene Körperrichtung ändere, erstens. Mhm. Ja, zweitens muss ich darauf achten, selbst wenn sie jetzt, zum Beispiel, wenn ich von nach links oder sagen wir, ich traversiere nach rechts, weil das ist unser größtes Problem. Wenn ich nach rechts traversiere, dass ich auch wirklich eben eher Schulter vor, rechts weiter denke, bevor ich halt weiter seitwärts reite. Weil wenn ich zu früh in irgendeine Richtung drehe, dann springst du um. Ja. Dann geht's einfach klick, das war's. Ich meine, es ist ja schön, dass er so schnell umspringt, aber in dem Fall ist es halt ein Reiterfehler. Reiterfehler oder nicht, im Endeffekt geht es nur darum, was kannst du ändern. Es geht darum, dass du wirklich Galopp, dann Biegung in der Rippe. Und du kannst dir ja wirklich vorstellen, wenn du in der Rippe die Biegung hast. Ich hatte vorher einen Online-Unterricht gehabt, was auch darum gegangen ist. Da haben wir wirklich das Pferd aus der Linksbiegung ums rechte Bein gebogen und wieder zurückgebogen. Das heißt Linksbiegung, dann wieder in der Rippe gebogen, wieder zurückgebogen. Wieder Linksbiegung, in der Rippe gebogen, wieder zurück. Ja, und erst wie das Pferd diese Biegung akzeptiert hat, Bein zurück und dann wie Travers umspringen lassen. Aber dazu musst du schon fähig sein, auch mit diesem Innenbein durchzutreiben. Das ist das Um und Auf. Ja. Das ist das ohne dem geht's nicht. Ja. Erst wenn du mit dem Innenbein tatsächlich durch bist, kannst du den Wechsel auswählen. Und falls es mir vorher klaut, bleibt mir halt wirklich nichts übrig, als wie vorher die Volte zu reiten. Wenn ich merke, ich kann es nicht durchhalten, dann müssen wir halt eine Volte reiten. Genau. Oder geradeaus, je nachdem. Die Zeit musst du nehmen. Das ist einfach normales Ausbilden, da kannst du nicht auf. Okay? Gut.
Okay, Okay, sehr Wolfgang. gut. Hast du wieder was zum Üben. Aber kannst du ausrichten, die Arbeit an der gerade Richtung ist gut. Das passt gut so. Ja, das ist gut, Okay. ja. Ja, Okay. das Wann möchtest? äh, Was haben wir ja, heute? 3 oder 4 Wochen. 1, 2, das ist mir egal. 3 oder 4, wann möchtest? Äh, Ja, der 9. September oder der 16. Sag mal, was war das jetzt? 9. September oder 16. 9. September ist gut. 9. In 3 Wochen habe ich wieder viel Zeug zusammen, wie du siehst. 3 Wochen ist ein guter Abstand. Obwohl es im Moment ein bisschen langsam geht wegen der Hitze, aber Ja. Wie viel Grad hat's denn? 45. Wow, wirklich? Ja, 45? 45, ja. Geil. Du tust dich da. Ja, das wäre ja nicht so schlimm, wenn nicht die Luftfeuchtigkeit wäre. Hat er wieder eine Kundin, die mich fragte, ob ich nicht zu ihren Stall komme. Ich sage, also Leute, ohne Halle mache ich das um diese Jahreszeit nicht. Dann, entweder ihr stellt das Pferd hierher für die Zeit oder aber ich kann das erst wieder im September, Oktober anfangen. Das ist einfach zu viel bei der 45 Hitze. Grad ist schon warm, gell? Ja, ich meine, bei mir in der Halle geht das gut. Du hast ja gesehen, wie sie gebaut ist. Ja? Dadurch, dass sie offen ist, habe ich immer einen Zug durch, ja. Und dann kann man auch tatsächlich reiten. Aber wenn du draußen bist, das ist ja wie im Sumpf, das ist ja wie Dampf. Ja, ist ja klar, das ist ja die Luftfeuchtigkeit, du verdampfst ja, jetzt kannst du nicht mehr schwitzen. Ja, da kann man weder Pferd noch Mensch gescheit arbeiten. Ne? Das ist so, ja. Deswegen habe ich das ja damals gleich so gebaut, weil ich wusste schon warum. Ja. Dass ich dann jetzt hier sitzen geblieben bin, ist eine andere Geschichte. Aber naja, gut. Ich muss sagen, ich bereue es nicht, Wolfgang, weil ich glaube, in Weimar Schmieden, in meinem Hofgut, hätte ich nicht so viel Geschäft wie hier. Ja. Das Weimar Schmieden liegt zwar schön auf dem Berg da und so, ne? Und ich habe auch eine tolle 60er Halle, das habe ich ja alles gebaut. Aber es ist nicht viel Kundschaft in der Gegend. Ja. Ich meine, ich habe ein paar Ärzte weit weg, aber es ist meistens landwirtschaftliches Gebiet. Ja, und im landwirtschaftlichen Gebiet kann ich mit meinem Dressurladen nicht wirklich viel Geschäft machen. Ja, Da brauchst du ein bisschen Einzugsgebiet, dann geht es viel leichter, gell? genau. Und hier habe ich halt Ballungsgebiet und da sind auch Leute mit Geld. Ich bin nicht weit weg von Wellington, aber auch an dieser Küste, ne? Und hier ist einfach die Kundschaft da, weil da hast du auch Laufkundschaft. Ich meine, der Miguel, ich und auch der Alex, wir sind jetzt, ich habe die Palette jetzt weitergestellt. Ich habe dem Miguel gesagt, er darf auch unterrichten bei mir. Und dann gibt er mir immer einen Obolus ab, so 20, 30 Dollar pro Stunde gibt er mir ab. Ist mir ja recht, muss ich nicht für in der Bahn stehen. Ja? Und die Anfänger habe ich komplett an Alex abgegeben. Ja. Das macht jetzt der Alex, er macht die Ponys und die Anfänger. Und dann habe ich auch eine Staffelung drin, weil zum Beispiel, wenn du beim Alex Anfängerunterricht nimmst, bist du mit 50 Dollar dabei. Und da bringen die ihre Kinder und die Ponys und was weiß ich. Und wenn du beim Miguel, der Miguel ist schon ein bisschen speziell, der macht natürlich Alta Escuela, also hohe Schule, aber halt auch dazwischen. Ne? Und der ist dann verfügbar für 80 Dollar. Und wenn du aber wirklich speziell von mir was haben willst, dann musst du schon 120 zahlen. Mhm. Ja? Ja, cool. Und das ist auch richtig so, weil ich möchte mich auf meine eigenen Pferde konzentrieren. Erstens, ich habe den jungen Hengst, der jetzt da kommt, und ich habe meine Bacardi, die ich mal irgendwann Richtung Grand Prix bewegen will, ja. Und ich bin 65 Jahre alt und habe nicht mehr ganz so eine fitte Hüfte. Reiten geht, laufen nicht so gut, ja. Das heißt, für mich im Sand rumstiefeln ist eigentlich nicht unbedingt Sinn und Zweck meiner Arbeit, ja. Mhm. Und das habe ich dann jetzt so aber jetzt, ich habe Laufkundschaft hier, was ich in Weimar Schmieden nicht hätte. Ja. Ja, ich meine, der Henry, mein Pächter, der ist jetzt seit 20 Jahren da, der hat Glück, weil der macht halt nur Westernpferde, das ist eine Nische, ja. Aber der sagt, in Deutschland
Er ist ganz schön am Schlucken da. Weil die Leute halt auch, seine besten Kunden kommen ja aus Schweden, wo sie überall ihre Pferde für den herbringen. Da richtet ja international Reining, ne? Ja. Aber er sagt, die sind all, der muss jetzt auch ganz schön sich da strecken, ne? Aber der kann auch nur deswegen da oben was machen, weil er so ein Spezialgebiet hat. Weil Westernreiten, Reining in Deutschland ist nicht so unbedingt populär wie Dressur, aber mit Dressur brauche ich da nicht ankommen. Ne? Da sind 1000 Reitvereine rundum, die das für Kleingeld anbieten. Während hier ist das eine andere Geschichte, das passt schon. Ja. Das passt schon. Ja. Na gut, liebe Patricia, Also, bis dann, wünsche was, wir Wolfgang. sehen uns am 9. September. Gell? Am 9. September, genau. Schönes Üben. Ja, Tschüss. danke. Ich Ciao, ciao. zeig dir irgendwann mal, schicke ich dir mal kurz meinen kleinen, nur mal zum drüber gucken, dass du mal schaust, wie er aussieht. Hat im Moment so eine Teenager-Phase da. Okay, schick's einfach. Ja? Also bis Passt. dann. Ciao. Tschüss. Ciao.